So viel kreative Energie auch in Aventurien und seinen Ablegern steckt, so wenig folgt das Ganze noch in den 90ern einem Masterplan. Vieles wächst noch organisch. Ich bringe nicht ganz genau das Jahr zusammen, aber es war das erste Jahr, als Schmidt-Spiele Uli gesagt hat, dass es okay ist, er darf 12 Abenteuer veröffentlichen. Das war, glaube ich, so 91, das war der Größe. Kann man anhand der Titel gleich recherchieren, die ich jetzt gleich sagen werde. Daraufhin musste Uli ihnen die Titel nennen, 12 Abenteuer. Er hatte natürlich keine Planung, er wusste nicht, wer das schreibt, und er hat dahin geschrieben, wie Schatten über Travias Haus, wie Sand in Rastullas Hand. Er wusste von sich selber, dass er 2 Teile haben will, die Kanäle von Krangor und die Bettler von Krangor, die hat er schon vorbereitet gehabt. Und dann hat er weiter lauter solche generische Titel gehabt. Also wir haben damals ausdrücklich geblödelt, das Einzige, was da drin nicht gestanden ist, wie harsch in Firons. Die einfach hingeschriebene Titel. Und dann, als ich zu ihm hinaufgefahren bin, hat er mich gefragt, so okay, welchen Titel möchtest du haben? Wozu könntest du dir vorstellen, was zu machen? Und dann habe ich gesagt, ja, ich glaube, da war nicht das Grabmal von Briclo, war, glaube ich, da schon dabei. Ich glaube, dass das fast so entstanden ist, aber ich bin nicht ganz sicher, ob das da dabei war. Und dann kann ich mich erinnern, wie Schatten über Travias Haus. Und ich habe gesagt, Travia, das interessiert eh niemanden anderen. Da kümmert sich eh niemand von den Autoren drum. Das muss ich machen. Ich bin der Einzige, der bereit ist, was zu Travia zu schreiben. Gott, klingt das langweilig, also dann ist es mein Job, was draus zu machen, was spannend ist. Also das heißt, wir hatten die Abenteuertitel, bevor wir eine Vorstellung hatten, wer sie schreiben werden. Geschweige denn, dass wir Inhaltsangaben gehabt haben oder das, was man in einer Redaktion machen würde, Exposés vorliegen hat und dann sich die richtigen Leute aussucht, die das dann schreiben oder eingereichte Exposés und Entwürfe haben und sagt, jawohl, das genehmigen wir dir, beziehungsweise nicht. Das hat es alles nicht gegeben. Abends halt Rotwein getrunken, um auf Namen und Reime für DSA-typische Zaubersprüche zu kommen. Weil die gereimten Sprüche ja schon existierten aus den DSA-1-Regeln, war halt die Entscheidung, ja, das wird halt so durchgezogen. Und da sind dann aus den, ich glaube, 25 Sprüchen, die es in den DSA-1-Regeln gab. Und in der Magiebox waren es dann ja das große Buch der 11x11 Formeln. Also mussten wir uns für 80 Zaubersprüche noch irgendwie Sprüche und Reime aus der Nase ziehen. Aventurien hat für mich so viel Tiefe und so viele Ansatzpunkte für mein eigenes Spiel gegeben, dass ich da einfach viele Stunden lang auch lesen verbringen konnte und dass ich dann einfach sehr viel Spaß hatte, im Spiel selber dann Geheimnisse zu entdecken auf diesem Kontinent, als Spielleiter selber zu kreieren, Geschichten weiter zu verknüpfen. Später habe ich erfahren, dass natürlich vieles von Aventurien organisch gewachsen ist, ungeplant, chaotisch. Aber zu dem Zeitpunkt, als ich die Welt kennengelernt habe als Jungspieler, war das für mich ein großer Quell, ein in sich geschlossener Kosmos tatsächlich. Ein großer Quell von vielen weiteren Geheimnissen, die man aufschlüsseln kann, die in sich Sinn ergeben und die es wert waren, einfach verfolgt zu werden. Damals war das so, dass einer, der eine Idee hatte, und das wurde dann für gut befunden, dann heißt es ja, dann mach das doch, dann schreib das doch. Da war das also ein und dieselbe Person, die das alles macht. Ich glaube, Karl-Heinz Witzko hatte das mal so formuliert, wir werden bei DSA ja leider nicht bezahlt fürs Denken, sondern fürs Schreiben. Das Ganze hat sich dann über die Jahre dann auch so entwickelt, dass es noch ein bisschen stärker professionalisiert wurde. Die Abstimmungswege über die Redaktion damals und in der Redaktion waren vielfältig. Ich könnte jetzt versuchen, diplomatisch zu sein und sagen, dass sie reibungslos funktioniert haben immer. Ich glaube, der Fan, der eingearbeitet ist, der weiß, dass es anders ist. Das meiste geschah auf Treffen, die entweder sowieso stattfanden, keine Ahnung, Rollenspieltreffen oder so, und dann eben zentral auf 1 bis 2 Redaktionskonferenzen im Jahr. Die waren sehr anstrengend, weil wir ein paar Aktivköpfe dabei hatten, muss man ja sagen. Also es gab ein paar sehr laute Menschen. Also nein, es gab schon viele Diskussionen. Das war so, für mich war es natürlich interessant, das war natürlich schon so ein bisschen so ein eingeschworener Haufen. Viele Bekannte und Freunde oder Freundinnen oder Lebenspartnerinnen in diesem Fall, was hat natürlich auch von Uli was hat mit dabei.
Und ich habe das immer so ein bisschen von außen halt wie gesehen und habe dann auch versucht, durchaus mal ein paar frische Ideen reinzubringen. Es wurde wahnsinnig viel diskutiert, auch ein bisschen gestritten und also wirklich ausgekämpft, was passierte dann in den Schriftstücken oder in der offiziellen DSA-Welt und hat aber trotzdem spektakulär viel Spaß gemacht, auch wenn es nicht immer einfache Geburten waren, aber es war immer so, dass die Leute mit Leidenschaft und mit Liebe für das Produkt gestritten haben und nicht gegeneinander eigentlich. Die Diskussionen und Debatten waren durchaus lebhaft, aber meistens kam am Ende etwas bei raus, womit alle gut leben konnten. Ich habe das schwarze Auge immer gern auch von so einer Metaebene gesehen. Immer geguckt, was will ich unbedingt in das Spiel reinbringen, sondern was braucht das Spiel jetzt in dem Moment. Von dieser etwas professionelleren Phase hat Hadmar von Wieser jedoch wenig mitbekommen. Er verlässt die Redaktion Anfang der 2000er. Aber seine Fußabdrücke sind tief. Ich glaube, während der ganzen etwa 17 Jahre, die ich beim DSA direkt mitgemacht habe, gab es überhaupt keine professionelle Form von Struktur und Planung. Ich habe niemals einen Titel gehabt, einen Rang gehabt, irgendeine Funktion gehabt. Ich bin niemals eingewiesen worden. Ich habe keine Erklärungen bekommen. Ich habe das Wort Abgabetermin nach 7 Jahren das erste Mal gehört. Das illustriert es wahrscheinlich am allerbesten. Damals habe ich an der Al-Anfa-Box gerade geschrieben, also der tiefe Süden, die ich nur aus Pflichtbewusstsein übernommen hatte, weil ich feststellte, wir haben zwar schon ein paar andere junge Autoren. Ich habe gefragt, okay, ich nehme an, die böse Stadt im Süden wollt ihr alle schreiben? Nein, das saßen vielleicht 3 oder 4 Mal ausnahmsweise zu uns zusammen. Und ich gesagt, okay, dann muss es wohl ich machen. Die Fans haben sehr deutlich gesagt, sie wollen das als nächstes haben. Und dann kam ich nicht weiter. Und dann hat er, glaube ich, nach 1,5 Jahren bei mir angerufen und gesagt, Hadmar, was ist denn mit der Al-Anfa-Box? Und ich sage darauf, ja, dauert noch. Naja, das geht nicht, du musst mir da irgendwann mal das liefern. Der Verlag wartet ja. Ich sage darauf, okay, das wusste ich nicht, das höre ich zum ersten Mal. Was heißt, der Verlag wartet? Ja, ich habe ja einen Abgabetermin. Ach so. Ich habe gedacht, wir schreiben, was wir wollen und liefern es ab, wann wir wollen. Er hat das einfach nicht kommuniziert, solche Sachen. Allseitiges Streitthema. Was passiert eigentlich mit Nahema? Passiert irgendwas mit Nahema? Wer möchte was mit Nahema machen und in welche Richtung geht das? Es gab ja so NSC, die eigentlich Everybody's Darling waren sozusagen oder Everybody's Hate Figure. Also Nahema hat da die Geister gespalten tatsächlich. Also die meisten Absprachen, die ich getroffen hatte, waren tatsächlich mit Hadmar, weil ich mit ihm zusammen was einem Band irgendwie saß. Ich bin ja eigentlich auch erst nach Rausch der Ewigkeit bin ich überhaupt erst zur Redaktionssitzung eingeladen worden. Und dann habe ich das quasi real life irgendwie kennengelernt. Aber zu dem Zeitpunkt war es so, dass ich einen Ansprechpartner hatte, was vielleicht auch ganz gut war, weil dann zerrupft sich das nicht so. Es gab Leute, die einen Masterplan hatten für bestimmte Storylines. So für großes Gesamtbild haben wir das dann auf den DSA-Konferenzen zusammengesetzt. Ich habe typischerweise Publikationen erst Monate später bekommen. Ich fuhr ungefähr 2- bis 3-mal im Jahr nach Düsseldorf. Dann hat er mir die neuen Sachen in die Hand gedrückt. Dann hat mich der Schlag getroffen, weil ich gesagt habe, was hat da wieder jemand geschrieben? Ich muss das irgendwie einbauen. Ich habe damals einen Job von mir heraus übernommen, den man heute professionell Continuity-Redakteur nennen würde. Selbstverständlich hat es nie so geheißen. Aber mir war es total wichtig, dass die Sachen im Nachhinein, dass es so aussieht, als wäre das alles zusammenpassend geplant, war es aber nie. Das hat sich ja auch später bei Kampagnen wie der Simiala-Trilogie zum Beispiel auch gezeigt. Ja, das war die Zeit, da war dann die Borbard-Kampagne gerade wie zu Ende. Und dann kam also in den Foren durchaus so Meldungen auf, die hieß, ja, jetzt wandert DSA quasi ins Güldenland oder nach Myranor und Borbard ist zu Ende und keiner interessiert sich mehr für Aventurien. Wo ich dachte, mein Gott, was für eine fantasielose These. Ne? So, aber tatsächlich war es so, jetzt ist alles wieder offen und dann hatte ich gesagt, okay, auch wenn zum Beispiel Thomas Römer, er hasst ja Elfen, aber er hat gesagt, okay, wenn wir jetzt mal was Aventurisches machen wollen, dann lass uns doch endlich mal wieder eine Elfentrilogie machen. Die hat nichts mit dem Mond zu tun, die kann momentan sowieso keiner mehr sehen, nach einer so langen Zeit. Es ist absolut aventurisch und wir zeigen damit, dass es jetzt auch hier weitergeht. Wir haben dann auch im Groben besprochen, wie die Storylines der anderen, oder die Metaplots, wie wir es genannt haben, der anderen dann abgegangen sind, also stattgefunden haben, und haben auch so Do's und Don'ts definiert, also das geht nicht irgendwie, oder nein, das ist eine schreckliche Idee, weil in einer anderen Storyline etwas passiert, dem widerspricht das, oder es doppelt sich. All diese Dinge
kann man halt wirklich nur ausboxen, wenn man das gesamte Wissen zusammenlegt. Und wenige Leute, ich möchte nicht sagen niemand, aber wenige Leute hatten wirklich das Gesamtbild immer im Kopf. Also das beste Beispiel ist bestimmt Bernhard Hennen. Ich war in Düsseldorf, Uli sagte mir, da habe ich jetzt einen jungen Autor, der hat die Idee, einmal um den ganzen Kontinent herumzufahren, einmal um die Welt herum. Und ich sage daraufhin, großartig, ich bin mit dem Donnersturm ein Rennen durchgefahren, er fährt einmal drum herum, dann haben wir endlich mal so ein bisschen das abgezirkelt, eine Vorstellung, wie das Ganze ist. Und dann, ein Jahr später bin ich wieder nach Düsseldorf gekommen, dann lag da das erste Mal das Abenteuer, ich mache es auf und habe gesagt, was haben wir jetzt? Wir haben jetzt Elfenstädte, die 4000 Jahre alt sind. Deine offizielle Geschichtsschreibung geht 2500 Jahre zurück. Wir haben also jetzt uralte Elfenstädte und das hat noch nie jemand erwähnt vorher. So geht das nicht. Wir müssen irgendwas machen, dass das eingebunden wird. Was ich damals nicht so begriffen habe, ist, wie viele Feinde ich mir in der DSA-Redaktion sofort gemacht habe, zu der ich aber nicht so viel Kontakt damals auch hatte, weil ich den Trick gefahren bin, in der Kampagne damals mich entlang der weißen Flecken der Landkarte zu hangeln und da schon bunte Tupfer reinzusetzen und überhaupt ich mich an der Geschichte der Elfen vergriffen habe, die noch nicht niedergeschrieben war für das Schwarze Auge und da einige Eckpfeiler gesetzt habe, ohne das vorher in der Redaktion durchzudiskutieren. Wenn Charaktere, wenn Rollen etwas Neues entdecken, dann müssen sie einen Standpunkt dazu haben können. Und der sollte nicht bei allen in der Gruppe sein, ich habe noch nie davon gehört. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Monster ist, ich habe keine Ahnung, wo wir hier sind, ich weiß nicht, wer dieser Kerl ist. Sondern was es sein sollte, ist, ein paar sind überfordert, ein paar kennen nichts und ein paar kennen Gerüchte und vielleicht sollte dann ein erfahrener Krieger oder ein Magier oder ein Gelehrter drauf und sagen, Leute, ich fürchte, dass das ein Basilisk ist, Schrägstrich Leviathan, Schrägstrich Siebengehörnter. Ich habe davon gehört. Diese Information muss nicht richtig sein, aber sie sollte ein gewisser Informationsvorsprung sein. Das ist für Rollenspiel wichtig, das Erleben des Charakters, und das ist wichtig für die Tiefe des Erlebens der Welt. Und dazu müssen Vorabinformationen da sein. Und dazu muss, wenn etwas Neues publiziert sein, es irgendwo in der anderen Publikation eine Bedeutung haben. Bernhard Hennen also mit diesen Städten. Also habe ich überlegt, was mache ich mit diesen Elfenstädten? Noch dazu sind seine 3 Elfenstädte jetzt verbrannt. Die sind ja schon bespielt worden. Wir brauchen also weitere Elfenstädte. Dann machen wir doch 6 Städte. Und 6 ist ja eine spezielle Zahl. Da machen wir mal, schau mal, geht das elementar vielleicht? Wir haben eine Stadt im Eis. Oh, das ist gut, das ist ein Element. Wir haben eine Stadt im Wald, das lässt sich hinbiegen. Und die 3. Stadt ist ein Nebel, das ist kein Element. Aber Wasser. Okay. Hey, das ist super. Dann haben wir eine Feuerstadt, eine fliegende Stadt in der Luft und eine Erzstadt, vielleicht unzerstörbar. Also die 3 coolsten Städte haben wir noch gar nicht abgekrast. Ich kann die jetzt erwähnen. Wir schreiben jetzt als nächstes die Geschichte, die Box für die Elfen. Ich erkläre aus, wie diese Städte erstanden sind, und dann erwähne ich in möglichst jeder Publikation, die irgendwas damit zu tun hat, immer wieder versuche ich das darauf hinzuweisen. Und diese fliegende Stadt muss über Jahre lang nicht kommen, aber die Leute können davon gehört haben. Da Uli Kiesow bei nichts aufgeschrien hatte, war ich mir keines Vergehens bewusst, bin aber im Nachhinein dann schon energisch darauf hingewiesen worden, und ganz am Ende des letzten Abenteuers habe ich dann auch gemerkt, dass Uli nicht immer ganz glücklich war, weil er hat dann alle Türen zu den Inseln im Nebel, die ich geöffnet hatte, recht rigide geschlossen, sodass die lange nicht mehr betretbar waren über das Abenteuer hinaus. Bernhard war immer von uns allen derjenige, der den besten Riecher gehabt hat, was sich gut verkauft. Bernhard hat einfach begriffen, dass die Fans letztlich natürlich Elfen haben wollen und Städte haben wollen. Und er hat sie halt nur unsubtil in diesen recht jungen Kontinent hineingerammt. Und ich habe mich dann halt darum gekümmert, das so einzubauen, dass es im Nachhinein recht strukturiert aussieht, sozusagen. In dem Sinn habe ich natürlich dann aber, damit war es Teil vom DSA, damit war es Teil von Aventuren, dementsprechend habe ich es natürlich auch immer weiterverwendet. Ich habe immer versucht, die Erfindungen anderer Leute irgendwie weiterarbeiten zu lassen. In der Verschwörung von Gareth, einem Turnier, den größten aller Helden Aventurens habt ihr schon getroffen, Raedric Conchobert, den sie den Schwertkönig nennen. Ich gesagt, Leute, das geht nicht. Du kannst nicht eine Figur mit einem Superlativ in einem Nebensatz behandeln und dann nie wieder erwähnen. Entweder ist es ein Superlativ oder nicht. Und die Spieler brauchen ja sowieso einen Maßstab. Wohin kann man leveln? Ich brauche einen größten Magier und ich brauche einen größten Krieger und ich brauche den besten Dieb. Im konkreten Fall habe ich gesagt, dann nehmen wir diesen Raedric Conchobert. Keiner wusste, wie man den Namen ausspricht. Es ist keltisch und wie wir inzwischen wissen, hätte man ihn korrekterweise Rory Connor aussprechen müssen. Aber
Friedrich Conchober war halt dann irgendwie so die Aussprache, die sich herauskristallisiert. Und dann habe ich halt versucht, den irgendwie zu etablieren. Das ist der größte Held, der größte Krieger. Das ist das Beste, was man als Krieger erreichen kann. Es ist nicht wichtig, welche Position dann der Spieler dazu hat, ob er ihn hasst oder ob er ihn bewundert, ob er ihn als Lehrmeister haben möchte oder ob er ihn zum Duell herausfordert oder ob er ihn umbringt. Das ist nicht wichtig. Er braucht einen Maßstab, eine Bezugsstelle. Und dafür, das ist die Figur. Und deswegen muss die Figur immer wieder auftauchen und sich hinaufarbeiten, damit du in die Kontinuität hast sozusagen. Und selbstverständlich muss er sterben. Ich habe ihn von vornherein nur aufgebaut. Die 2 Romane und die Abenteuer, die ich über ihn geschrieben habe, hatten nur den Zweck, ihn am Ende möglichst dramatisch umzubringen, weil es halt einfach notwendig ist. Der alte Held muss sterben, damit der junge Held der Held ist. Der Vater muss sterben, damit der Sohn Platz hat. Und der große Held ist selbstverständlich immer der Spieler. Manchmal wundert man sich auch, wenn Leute behaupten, sie hätten Dinge erfunden, die ich erfunden habe. Also in einem Fall hatte ich mal eine längere Diskussion über den Drachen Pyrdakor und ich erinnere mich halt noch genau, wie ich mit der Studentin für alte Geschichte und alte Sprachen hier an der Kölner Uni zusammengesessen habe und wir Drachennamen geknobelt haben und am Ende bei Pyrdakor gelandet sind. Und Jahre später habe ich dann jemanden getroffen, der mir detailliert erklärt hat, wie er Pyrdakor erschaffen hat. Also es gibt ganz skurrile Dinge. Meistens war es eine Freude zu sehen, wie mit diesen Dingen weitergearbeitet worden. Das ist der große Reiz Aventuriens ist, dort eine Fantasy-Welt mit einer fortlaufenden Geschichte über so viele Jahre zu haben. Ich weiß, nicht alle sind damit zufrieden und es gibt ja eine Menge Rumgemosere, dass alles kaputtgeschlagen wird, aber man braucht auch Stoff für Abenteuer und daraus ergeben sich halt Konflikte und Konflikte wie die Borberat-Kampagne oder spätere. Mich haben oft Leute später gefragt, stört dich das, dass du so schlecht bezahlt worden bist, dass die Bedingungen so unsicher waren? Daraufhin gesagt, ja, das ist schon richtig, dass du das ist, aber stört mich, dafür habe ich ja diese Freiheit bekommen. Ich konnte schreiben, was ich wollte. Und Uli, wir sind beide Althippies, ich bin eigentlich zu jung für einen Hippie, aber er ist definitiv ein Hippie gewesen. Also wir haben die Freiheit genossen. Das war das Coole, wir konnten machen, was wir wollten. Wir saßen da mit einem irren Deal, Schmidt-Spiele, ein riesiger Spieleverlag, der plötzlich feststellt, hey, ich habe da eine Goldgrube, ich habe keine Ahnung, was wir da haben, aber bitte machen Sie, was Sie wollen, tun Sie, was Sie können. Bereits vor der Professionalisierung der DSA-Redaktion arbeiten Thomas Römer, Hadmar von Wieser und Uli Kiso Anfang der 90er auf die beschriebene Weise eine große Erzählung aus den planlos angehäuften Versatzstücken heraus. Thomas Römer und ich sind uns beide als die zwei, seine rechte und die linke Hand sozusagen, einig darüber gewesen, dass wir den Kontinent pimpen müssen, wie man so heute modern sagt. Oemel wollte ihn düsterer machen, dämonischer, dunkler und ich wollte ihn epischer, dramatischer, bombastischer machen. Und dann waren wir uns sehr schnell darüber einig, dass wir Borberat zurückbekommen, weil der schon aufgebaut war. Der war ja ursprünglich auch eine Witzfigur aus einem sehr schlechten Solo-Abenteuer und erst dadurch, dass wir ihn immer wieder benutzt haben, und da hat mir auch Oemel durchaus geholfen, er hat auch in seinen Magietexten den immer wieder dann angesprochen und hat dann Zaubersprüche von ihm auftauchen lassen. So. Und dadurch war Borberat eben schon eingeführt. Aber wir wussten, dass wir brauchen einen Sauron, einen Dr. Doom, einen Schock. Und natürlich soll er aus dem Osten kommen und natürlich soll er mit dunklen Horden kommen. Europa ist immer aus dem Osten angegriffen worden, aus der Steppe, daher ist das ein Erzähltypus. Aber es gab keinerlei Konzept und keine Planung. Das Einzige, was es gegeben hat, war eben eine größere Werkstattdatei, in der ich alles gesammelt habe. Wen könnte man alles überlaufen lassen? Wen könnte man alles wiederkommen lassen? Welche Figuren haben wir schon gehabt? Welche Erdschurken haben welches Abenteuer möglicherweise überlebt und könnten mit ein paar Narben im Gesicht sehr wütend auf die Helden wiederkommen? Welche Artefakte haben wir schon gehabt? Da habe ich ungefähr, wie gesagt, 40, 50 Seiten gesammelt gehabt. Und dann gab es das Konzept zu den 7 Gezeichneten. Das war das Einzige, was es an Planung gegeben hat, und das hat immerhin funktioniert, als ich Oemel diese Datei geschickt habe, dass er da hineingegriffen und hat gesagt hat, okay, das nehmen wir. Und das halte ich eigentlich für das Bedeutsamste, was ich beim zum Thema Rollenspiel beigesteuert habe, nämlich die Idee eines Metacharakters. Ich hatte das Problem, okay, wir haben da jetzt 20 bis 100.000 Spieler. Ich weiß ja nicht mehr, wie viele es sind und vor allem weiß ich nicht, wer sind sie. Was spielen wir da? Spiele ich mit Rondra-Geweihten oder spiele ich mit Dieben, die sagen daraufhin, was geht mich das an? Spiele ich mit Alan-Fanern, die womöglich gleich überlaufen und Dämonenbeschwörern, die sowieso für die Gegenseite arbeiten wollen? Also musste ich
ein Element einbauen, mit dem ich gewisse Charaktere persönlich ansprechen kann. Weil das, was am aufregendsten immer ist im Rollenspiel, ist klar, ist, wenn du persönlich deinem Charakter entsprechend herausgefordert wirst, beleidigt wirst, provoziert wirst, zurückgewiesen wirst und die Chance hast, das irgendwie zu überwinden. Und deswegen habe ich gesagt, ich muss so einen Handle, einen Griff anschweißen an Charakteren, die ich niemals sehen werde, weil zwischen mir und dem Spieler sitzt der Spielleiter, der das selber entscheidet. Aber daher kann ich mit Sicherheit vorhersagen, es wird einen geben, der Borberat hasst und ihn finden kann mit einer speziellen Fähigkeit. Es gibt einen, der gut Leute zusammenbringen kann. Es gibt einen, der zunehmend zu einem grünen Kampfmonster mutiert. So in der Art weiter. Und natürlich gibt es zum Schluss dann die Superwaffe, die ausdrücklich aber als letztes ausgespielt wird, weil die Wahrscheinlichkeit, dass eine Gruppe 7 Spieler hat, ist ja nicht sehr hoch, aber auch das gibt's. Und damit kann ich Szenen schreiben. An dieser Stelle wird jemand dastehen, der kann Borberat finden. Ich weiß nicht, wer ihr seid. Die 2 skurrilsten Gruppen, die ich gehört habe, die die Borberat-Kampagne gespielt haben, waren eine Gruppe bestehend aus 7 Zwergen. Die waren wirklich die 7 Zwerge. Sie haben kein Schneewittchen gehabt. Und eine Gruppe, die hatte nur so Charaktere wie eine Charizard, Diebe, Fexgeweihte, bei denen war der Barde der Tank, der vorne gekämpft hat, weil er der beste Kämpfer war. Die Borberat-Kampagne definiert DSA neu. Mit einem Mal gibt es eine epische, fürchterliche Gefahr für den Fortbestand der Märchen mit Orks-Idylle im Mittelreich. Seit 10 Jahren schien die DSA-Redaktion Hinweise auf dieses Mega-Event gestreut zu haben. Zumindest sollte es den Spielern so vorkommen. Wichtige Meisterpersonen der Soap DSA fallen wie die Fliegen, Landstriche werden umgekrempelt, Helden können glänzen, die Welt retten, sich opfern. In so manchen Spielkellern Deutschlands rollen nicht nur die Würfel, sondern Tränen der Rührung und der Trauer um gefallene Kameraden. Dennoch bleibt die bewährte Arbeitsmethode auch bei der Borberat-Kampagne bestehen. Ein paar Leute haben hintereinander ein paar Geschichten geschrieben, die zufällig mit einem Abenteuer zusammengehen. Es gab ja keine Struktur. Thomas Römer hat mir gesagt, er möchte das Abenteuer schreiben am Anfang, in dem Borberat zurückbeschworen wird. Daraufhin habe ich sofort gesagt, okay, wenn du ihm den Geist zurückschaffst, dann muss ich ihm einen Körper verschaffen. Und ich dachte, damit ist weitgehend klar, dass wir das jetzt so strukturiert weitergehen. Und dann kam als nächstes schon, weiß Gott, was für eine Geschichte. Grundsätzlich darf man nicht übersehen, ich kann so eine Geschichte, muss ich ja mit einer gewissen strukturierten Handlung machen, damit ein halbwegs normaler Spielleiter das handeln kann. Ich kann natürlich einfach eine riesige Werkstattbox auf den Markt schmeißen, wo einfach drin steht, hier Bösewicht mit folgenden Schurken, bau dir irgendwas zusammen. Aber damit würde ich ja meinen Job nicht machen. Mein Job ist es ja letztlich für unerfahrene, wenig erfahrene oder Spielleiter, die zwar Erfahrung haben, aber wenig Zeit haben, eine Geschichte vorzubereiten, so dass sie sie spielen können. Und damit muss ich, auch wenn ich das selber gar nicht so gerne habe, immer wieder Railroading-Möglichkeiten anbieten. Und dass diese Kampagne gewisse Plotpoints hat, Elemente hat, das ist klassisches Schreiben. Das ist die 3-Akt-Struktur im griechischen Drama, die 5-Akt-Struktur, die Plotpoints im amerikanischen Drehbuchkonzept, die Reise des Helden, Campbell, 12 Stufen, 23 Stufen, wie immer man das aufbaut, aber es sind sich alle darüber einig, wenn du eine gute Geschichte baust, hat sie ein paar klassische Elemente, die stattfinden müssen. Was eh nicht drin ist, ist die Szene, wo der Bösewicht die Helden versucht und ihnen das Angebot macht, lauft doch über auf die Gegenseite. Gehört in eine gut geplante Geschichte eigentlich hinein, haben wir nie untergebracht. Wäre eine viel aufregendere Szene geworden als der ganze Rohhalsversprechen. Wir reden mit lauter Konzilmagiern und versuchen sie zu überzeugen, dass es Probleme gibt. Das war ja wieder der Versuch. Hier eine große Werkstattbox. Das sind alle Leute, mit denen man reden könnte. Versucht sie alle zusammenzubringen, irgendwas draus zu machen. Und natürlich haben ein paar Autoren auch mitgeschrieben, die das Geschichten sowieso stringenter erzählt haben. Also ich finde diesen Ausdruck Railroading relativ herablassend, weil Railroading, wenn es gut gemacht ist, also Leute, die gegen Railroading schimpfen, haben nur meistens keine guten Railroader erlebt. Und Leute, die Sandbox immer hochloben, haben noch keine schlechten Sandbox. Eine gute Sandbox ist geil. Gutes Railroading ist auch geil und spart viel Zeit. Im nächsten Teil unserer Reihe werden wir mehr über den Begriff Railroading in DSA sprechen und warum er zu Ulrich Kiesows Aventurien dazugehört.